Herzlich willkommen hier zurück auf dem Gear Reference Kanal. In der heutigen Episode gucken wir uns mal wieder ein bisschen was an Bundeswehrausrüstung an, und zwar hier wieder Custom Made in Kunduz in Afghanistan. Gab es natürlich auch in den anderen Bundeswehrstandorten und natürlich auch in anderen Feldlagern im gesamten Operationsgebiet in Afghanistan. Hier aber eben diesmal ein Modell, was dafür gedacht war, um die ballistischen Einlagen aus der Mela Standard und der Mela Schutzweste Spezialkräfte sowie der EDZ-Weste aufzunehmen. Ich habe euch schon mal einen Plattenträger gezeigt, der nur dafür da war, um einfach mal die hartballistischen Platten aus der Bundeswehrschutzweste mitzuführen. Hier jetzt eben eine Komplettlösung. Beim letzten Mal in dem Mela Schutzweste Spezialkräfte Video habe ich euch ja gezeigt, was wir sonst noch gemacht haben, dass wir uns Adapter gebaut haben und das Chest-Rig eben so direkt mit an die Schutzweste, die ja sonst nicht über eine Anbringmöglichkeit verfügte wie hier, also über ein PALS-Molle-System. Hier wurden aber eben auch vor Ort dann Hüllen hergestellt. Nach den Anforderungen der Soldaten gab es auch immer ein paar kleine Unterschiede. Habe ich euch ja auch im Video über den Plattenträger erzählt, dass das von Jahr zu Jahr wechselt und eben was gerade an Material einfach da ist, was zu verarbeiten war. Zur damaligen Zeit war tatsächlich auf dem zivilen Markt kaum irgendwas vorhanden, wo man eben die weichballistischen Einlagen und eben die Platte aus diesen Schutzwesten einsetzen konnte, weshalb man eben dort auf eine Lösung im Feld gegriffen hat. Grundsätzlich kann ich zur Verarbeitung sagen, dass in der Regel die Nähte soweit alle erstmal in Ordnung sind. Das ist natürlich nicht Highspeed Gucci, nicht zu vergleichen mit den großen Firmen, aber eben für den Einsatz ausreichend. Es gab bei uns einige, die solche Hüllen genutzt haben und die auch bis zum Ende mitgemacht haben. Wie ich euch schon auch im letzten Video über die Mela SK gesagt habe, die hat bei mir zum Beispiel aufgegeben. Hat vielleicht auch was mit dem Material etc. zu tun, kann man halt nicht genau sagen. Aber es gab unterschiedliche Modelle, unter anderem ist jetzt hier mal bei dem Modell eine Plastik-D-Ring eingesetzt worden. Die gab es auch noch in Metallausführung, mal, dass der Verschluss hier noch mit vorne war, mal zusätzlich hinten. Es ist halt immer so ein bisschen Unterschied, was sich ihm bewährt hat, was gerade am Material da war und wie sie es dann wieder umgesetzt haben. Das Ding ist natürlich relativ simpel gehalten. Wir haben auch hier eine ähnliche Klettfläche, wie wir das auch von den Plattenträgern kennen. Aber eben hier wurde nur das Plattenfach, die Seitenelemente und eben auch das Plattenfach am Rücken mit Molle, mit Pals ausgestattet. Warum man die unteren Bereiche nicht gemacht hat, ich glaube, das ist verarbeitungsschritttechnisch nochmal ein bisschen mehr Arbeit. Deswegen hat man es wahrscheinlich eher so gemacht und die waren tatsächlich echt spottbillig auf dem Markt vor Ort. Auch hier gab es wieder unterschiedliche Versionen. Also ich habe die in Braun gesehen, in Beige, in Tan, also in so einem wirklich hellen Material, wie hier die Gurtbänder sind. Und aber eben auch noch in Oliv, Schwarz, alles, was mal eben so da war. Manchmal haben sie auch Tarnmuster angeboten, sowas wie Realtree oder so. Das war natürlich jetzt kein Original und kein Original-Camo-Stoff, aber die haben natürlich das genommen, was sie vom asiatischen Markt irgendwie ranbekommen haben. Hier haben wir jetzt eine relativ lange Version. Also ich meine auch, das ist für XL-Einlagen. Ich habe jetzt leider keine XL-Einlagen da, dass ich mal testen könnte. Aber die L-Weste ist nochmal ein deutliches Stück kürzer. Deswegen fällt es hier nochmal besonders extrem auf, dass hier unten eben kein Pals ist. Konnte man aber eben auf dem Markt in verschiedenen Größen kaufen. Im Großen und Ganzen konnte ich wieder ein paar Fotos für euch finden. Hier natürlich dann auch aus dem eigenen Repertoire, eben vom Einsatz 2010 in Afghanistan. Hier mit Masse eben Fallschirmjäger und Personal, was da irgendwie noch mit angegliedert war. Aber auch nochmal aus einem anderen Einsatz habe ich da nochmal eine Referenz gefunden, ganz spannend, wo man nochmal eine ähnliche Version wie diese hier sieht. Auch hier kann man sagen, dass mit den Vorgängern des MOBAS-Systems, also wo es dann schon nicht mehr die Z-Weste war, diese Versionen eigentlich kaum noch zu sehen sind. Es gibt natürlich immer noch den einen oder anderen, der noch so eine alte Weste trägt, aber irgendwann gab es dann ja diese große Ausrüstungskonzept, was dann extra nochmal für Afghanistan eingeführt wurde, auch unter dem IDZ-Mantel. Ich glaube, das war dann die Schutzweste Infanterie modifiziert, wenn ich da noch ganz richtig bin. Und die war dann natürlich deutlich beliebter als sowas und die war auch natürlich für die Körperform her auch schon mal deutlich besser, dass dann solche Systeme eben eher weniger genutzt wurden. Warum hat man lieber auf so eine Lösung zurückgegriffen, anstatt einfach die EDZ-Schutzweste zu nehmen und mit den dazugehörigen Taschen zu bestücken? Das ist eigentlich auch gleich natürlich auch schon wieder die Antwort. Und zwar ist der Taschensatz relativ begrenzt und man muss auch mit den Taschen gut klarkommen können, die in dem EDZ-System drin sind. Das ist alles so ein bisschen noch sehr Bundeswehrdesign. Das ist nicht State of the Art gewesen und damals gab es halt schon, was Molle-Pals-Geschichten angeht, der Markt war komplett voll und man konnte sich einfach dort überall bedienen und die Taschen für sich raussuchen, die man gerne nutzen wollte.
Das ging aber natürlich nicht mit dem IDZ-System, weil einfach mal das Schlaufensystem bei IDZ nur ungefähr halb so groß ist. Die Bänder sind deutlich dünner und die sind dann eben nicht kompatibel mit einem PAL-System. Zumindest eben nicht ordentlich. Also ich sag mal, IDZ auf PALs würde man wieder irgendwie hinbekommen, aber andersrum natürlich nicht, weil die Schlaufen dafür zu klein sind. Und deswegen wurde eben auf sowas zurückgegriffen, weil man hier einfach deutlich modularer war und die Taschen, die man ja, wollte, nehmen konnte, wie es gerade irgendwie gepasst hat. Und eben dadurch, weil schon so viele vom zivilen Markt gekauft hatten, ob es Lindenhof, Taktik, Chestrick sind etc., die haben alle mit einem Miles, mit einem Malice-System oder sowas gearbeitet, was eben alles auf diesem hier beruht. Und dann konnte man das eben natürlich wieder mit den Taschen, die man sowieso schon hatte, bestücken. Dann schauen wir uns die Weste einmal im Detail an. Wie schon angemerkt, das ist eigentlich gar nicht so viel wie bei den meisten Schutzwesten. Wir haben hier eben einfach nur den Grundschnitt für die Weichballistik, ähnlich wie es auch ist bei der normalen Schutzweste Spezialkräfte oder eben bei der IDZ-Weste oder Schutzweste Standard. Hier eben das Plattenfach, das ist hier designt wie bei der IDZ-Weste oder eben bei der Schutzweste Standard. Und zwar haben wir hier das Plattenfach mit dem Einschub von der Seite, einfach mit Klett zu öffnen. Bei der Schutzweste Spezialkräfte, die ich euch beim letzten Mal gezeigt habe, konnten wir das Ganze ja hier oben über eine Klappe quasi einführen. Dann haben wir hier an der Seite die beiden Öffnungen für die Schutzweste an sich, auch hier nochmal mit 3 Reihen Pals besetzt. Hält auch nur über das Klettsystem an sich, ähnlich halt wie bei der anderen Weste, aber was uns direkt auffällt, wir haben keinen inneren Kummerbund. Wir gehen aber jetzt erst nochmal nach oben. Hier ist nochmal eine kleine Fläche für eine Patch, Flagge etc. Hier oben haben wir diese Einstellmöglichkeit. Hier mit dem schon von mir angesprochenen D-Ring, mal mehr oder weniger gut, manchmal auch aus Metall oder eben halt auch manchmal auf der Rückseite gesetzt und dann ist das System einmal genau verkehrt herum aufgebaut. Und hier oben eben wieder Klett, ähnlich wie bei den Schutzwesten auch an sich. Ich würde mal sagen, von der Festigkeit her würde das auf jeden Fall das Ganze tragen. Warum die irgendwann mal gesagt haben, wir nähen da nochmal diese zusätzliche Sicherung ran. Vielleicht auch, wenn man es nochmal in der Größe verstellt und weniger Klett zur Verfügung hat, einfach um es zu sichern. Durchaus eine Möglichkeit. Aber das Klett ist hier auf jeden Fall bei den Versionen ordentlich gut. Im Inneren ist noch eine Polsterung eingenäht, die ist auch auf der gesamten Innenseite. Hier auf der Seite haben wir natürlich nochmal genau dasselbe. Wir haben keine Kabelkanäle oder irgendwie sowas, die gelegt sind. Das ist alles sehr rudimentär. Wir springen nochmal schnell auf die Rückseite. Ja, wie man hier unten schon sehen kann, da ist viel Fläche auf jeden Fall verschenkt. Hier an der Seite ist auch, sieht recht witzig aus. Hier haben wir es wieder identisch. Können wir wieder über das Klett hier öffnen. Und hier oben dann eben die Verstellmöglichkeit, die ich gerade gezeigt habe. Hier ist auch kein Klett oder sowas drin oder zusätzliches Material, um irgendwie den Unterleibsschutz oder den Halsschutz anzubringen, den wir von den anderen Westen kennen, also vor allem von der SK und natürlich dann irgendwann auch von der IDZ. Die Standard hatte das Ganze ja fest vernäht. So im Inneren haben wir dann die beiden Fächer für die Weichballistik. Hier sind auch schon, hier ist jetzt schwarzes Klett genommen worden, bei dem anderen beigen. Genau, und hier im Inneren ist eben, hier ist dieses Polster drin, hier unten ist auch noch. Ist natürlich wunderschön verarbeitet, aber auf jeden Fall ausreichend. Hier kommt dann eben die Weichballistik rein. Jetzt nochmal vorne brauchen wir uns das Ganze, glaube ich, nicht nochmal angucken, aber hier haben wir eben noch das alte Lederlabel von diesem Shop in Kundus, der da immer auf dem sogenannten Kuddelmarkt war, wo dann Händler Waren angeboten haben. Also hier nochmal ganz schön auf Leder geprägt. Made in Kundus, Afghanistan. Spätere Labels haben dann auch nochmal den Hersteller mit drauf. Hier ist nochmal irgendwie so ein Kürzel oder sowas mit dran. Ob das ist, aber das waren auch so diese Standard-Label, die auf jeden Fall Anfang 2010 bei den Sachen, die man da bekommen hat, oder auch Mitte 2010, Ende 2010 immer noch mit drauf waren. Aber ich habe dann auch schon das eine oder mal ein anderes Label entdeckt. Das habe ich euch im Video über die Plate Carrier, sieht man das auf jeden Fall auch nochmal. Ja, hier ist jetzt schon wieder anderes Klett verarbeitet. Das ist halt das Schöne bei diesen Stücken. Da ist halt immer das genommen, was gerade irgendwie zur Verfügung stand. Genau, das war es auch schon zur Schutzwestenhülle Made in Afghanistan.
Dann bedanke ich mich wieder mal fürs Zusehen. Falls ihr selber Erfahrungen mit solchen Westen habt oder auch mal auf dem Afghanenmarkt im Camp oder in einem Camp sowas gesehen habt, schreibt es gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis bald. Ciao.